Guten Morgen. Heute ist Donnerstag, der 12. Juni 2025 und ich habe mit der Familie Kägi eine wunderbare Zeit verbracht. Wir haben bis gestern Abend nach 10 Uhr zusammengesessen und geratscht und heute das Frühstück war auch super nett und die sind extra für mich früher auch gestanden und so. Also vielen herzlichen Dank, Georg und Aurelia, das war bei euch echt spitze. Dankeschön. Ja, und für mich geht's heute weiter Richtung Rapperswil. Das sind heute so circa 22 Kilometer. Und ich breche jetzt auf. Ich habe mir noch ein Brötli gemacht für die Reise und schaue, dass ich heute gut vorankomme, weil heute Nachmittag soll es dann 30 Grad haben. Okay, los geht's. Ja, jetzt seht ihr hier auch ein schönes Panorama. Falls ihr euch wundert, warum es so diesig ausschaut, das ist anscheinend dieser Ruß von den Wäldern in Kanada, der hier bis in die Schweiz jetzt schon fortgeweht wurde. Normalerweise würde man da schon ein bisschen mehr sehen. Ja, jetzt ist es circa 12:30. Ich bin jetzt noch vor dem Ort Rütti. Habe jetzt gerade noch eine kleine Mittagspause eingelegt, wo ich mein Brötli verzehrt habe. Und jetzt geht es dann auf den Endspurt nach Rapperswil. Ja, mein Spiritual Companion, der Rotmilan, ist auch wieder da. Und ich bin so froh, heute ist so brüllewarm und heiß und ich laufe jetzt hier eigentlich immer im Schatten und habe, also das ist ein echter Vorteil. Ich kann mir Zeit lassen. Ich hätte heute Abend dann um 7 Uhr eine Verabredung in Rapperswil, aber ich bin jetzt noch so früh dran. Ich kann mal ganz in Ruhe, kann ich dann einlaufen und in die Pilgerherberge und so weiter. Also ist wunderbar, alles gut. So, meine Lieben, ich möchte euch heute mal eine Pilgerherberge vorstellen, wie ihr sie wahrscheinlich auch mal dann in Spanien oder so ähnlich vorfinden werdet. Und wir sind ja in der Pilgerherberge in Rapperswil. Und das Erste, was ihr bei einer Pilgerherberge sehen werdet, ist so ein Regal für eure Schuhe, also eure Wanderschuhe. Müsst ihr dann normalerweise immer vorab stellen, bevor dann die
Wohnräume etc. betretet. Wenn man reinkommt, ist dann hier das Büro, wo man empfangen wird und dann sein Übernachtungsgeld bezahlt. 25 Franken für eine Übernachtung in Bar. Dann hier sind Toiletten und Duschen und da hinten ist noch Waschbecken. Hier rechts ist so eine kleine Möglichkeit, ein kleiner Andachtsraum. Und dann gehen wir mal hinter, da ist dann der Gemeinschaftsraum mit der kleinen Küche. Und genau, hier kann man auch selber kochen. Und im Kühlschrank ist zum Beispiel auch noch ein Bier, das man dann für 2 Euro zum Beispiel kaufen kann. Wein kann man auch kaufen für 12 Euro und Tee kostet gar nichts. Ja, hier ist der Schlafraum der Pilgerberge von Rapperswil. Und wie ihr seht, habe ich hier rechts schon mein ganzes Geraffel auf mein Bett geworfen. Und ich war jetzt heute der Erste. Ich habe Glück gehabt, dass ich um 15 Uhr rein konnte, weil eigentlich kommt man erst so ab 16 Uhr hier rein. Aber das ist eben sehr hübsch und gemütlich. An jedem Platz steht eine Lampe. Und hier diese Wand mit dem Jakobus, die kennt ihr vielleicht schon aus anderen YouTube-Videos. Es gibt einen Waschraum, wenn man vom Eingang aus einfach die Tür öffnet und gerade aus dem Keller durchgeht, dann kommt man in die Waschküche. Und hier kann man dann eben auch entweder seine Wäsche von Hand waschen. Das habe jetzt ich mal mit meinem T-Shirt und meinen Socken gemacht. Oder du kannst dann auch deine Wäsche in der Waschmaschine waschen und dann sogar einen Trockner benutzen. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, also die Herberge hat Kapazität für 12 Pilger und es gibt noch 3 Ersatzbetten. Also man kann dann zur Not 15 Pilger unterbringen. Ja, was ich noch vergessen habe, also man braucht für die Pilgerherberge einen Schlafsack oder einen Hüttenschlafsack. Man sollte auch ein Handtuch mitnehmen. Man kann ein Handtuch aber auch mieten für 2 Franken. Okay, dann euch allen ein Buen Camino. Die heutige Etappe war 22,3 Kilometer lang. Gebraucht habe ich dafür mit Pause 6 Dreiviertelstunden. Wie es am nächsten Tag weiterging, siehst du in meinem nächsten Video.